Hallo meine Freunde und wieder ein neues Problem am 944er und zwar das leidige Problem mit den Zusatzscheinwerfern. Ihr seht, der arme S2 ist auf dem rechten Zusatzscheinwerfer blind, die Standlichtbirne geht nicht. Ist eine ganz einfache Sache im alten Auto, wenn man die Schrauben aufbringt. Die Käppchen gehen meist noch, sonst wird es auch ganz schwierig. Hier hat Porsche intelligenterweise auch VA-Schrauben benutzt, allerdings unten nicht. Ihr seht, die Schrauben unten sind lustig verrostet und wenn ihr jetzt probiert, die mit Gewalt aufzumachen, bricht hinten das Kunststoff aus, kostet euch 400 € und gut. Um von innen an den Zusatzscheinwerfer zu kommen, muss tatsächlich hier hinten erstmal die Schwellerblende ab, dann können wir das Rad abnehmen, Radhausschale ausbauen und dann kommen wir von da hinten durch. Die Schrauben macht er locker, natürlich nicht abschrauben, machen wir erst, wenn der Wagen aufgebockt ist. So, die Radhausschale ist hier verschraubt. So, die Unterverkleidung machen wir natürlich auch weg, da können wir nachher auch gleich mal schauen, wo das hübsche Öl herkommt. Nachdem er jetzt gut auf Holz steht, können wir die Muttern abnehmen. Der hat ja noch richtige Muttern, keine Radschrauben wie Billigautos. So, eine fehlt noch. Ein paar Schrauben. Hier die Kreuzschlitzschrauben. Hier sind noch diese Kunststoffmuttern verbaut, wie unten an der Schwellerblende. So, wo hängt es jetzt noch? Langsam nach innen. Hier hinten sind jetzt die Schrauben, mit denen die Zusatzscheinwerfer von innen verschraubt sind. Hier machen wir jetzt die Muttern auf und dann können wir den Scheinwerfer nach vorne entnehmen. So sieht die erste Schraube aus, also die erste Mutter. Die zwei äußeren haben wir jetzt versuche ich die inneren zu greifen. So. Und jetzt kommt die letzte Mutter. Und jetzt kommt der Scheinwerfer tatsächlich gerade nach vorne raus. Jetzt hängt dahinter das Kabel ein bisschen. Die Steckverbindung der Scheinwerfer kommt ihr am besten von hinten erst aus dem Halter nehmen und dann trennen. Das war das Teil. Jetzt können wir uns das Problem in Ruhe anschauen. So, jetzt seht ihr, wie wenig Sinn es auch hatte, hier vorne einen Rostlöser drauf zu machen. Hinten ist das schon ein bisschen sinnvoller, weil da kommen wir wenigstens in die Buchsen rein. So. Manche der Schrauben bekommt man noch auf, wenn man hier hinten gegenhält, damit das Kunststoff nicht bricht. Und dann hier die Schraube lösen. Das ist meist hoffnungslos. Wir probieren es mal. Geht nichts. Nur noch ausbohren. Spannt er so mit zwei Holzklötzchen auf die Maschine. Jetzt müsst ihr den Bohrer natürlich so schräg wie die Schrauben sind einspannen und dann versuchen wir von hinten ganz vorsichtig, ich habe einen 3,2 mm Bohrer genommen, die Schraube von hinten auszubohren. So, jetzt können wir noch den letzten Schraubenrest da rausholen. Die haben wir ziemlich gut erwischt. Das ist ziemlich zentral. Da ist noch der letzte Span jetzt rausgedrückt. Da seht ihr auch das ganze Problem. Mehr Rost geht ja wohl nicht mehr. So, nachdem wir die letzte außen haben, können wir den Rückteil wegnehmen. Und ihr seht, innen drin sind die Dinger pfennig gut. Wenn die Idioten für 1 Cent mehr VA-Schrauben genommen hätten, hätten wir das ganze Problem nicht. Da die Gewinde immer noch mit den Resten von der Schraube voll sind, müssen wir jetzt erstmal die Gewinde sauber schneiden. Erstmal mit dem Vorschneider rein, weil das sind ja immer noch die Reste von der Schraube in der Messingbuchse.
Gehen wir noch mit dem Finalschneider durch. Dann können wir uns auch einen Übeltäter selbst machen. Der sitzt nämlich hier. Man sieht auch wunderschön, das alte Lämpchen war wirklich nicht mehr gut. Wir natürlich ohne Fingerabdrücke ein. Sonst werden wir nachher wieder verhaftet, weil wir es waren. Mit dem Kurzschluss braucht ihr euch keine Gedanken machen. Die Schraube hält ja nur 2 Kunststoffteile zusammen. Putzen am Porsche ist doch immer wieder meine Lieblingsbeschäftigung. So, jetzt kommt wieder zusammen, was zusammen gehört. So, jetzt machen wir das wunderbar mit VA-Schrauben wieder zusammen. Fädeln wir hier wieder ein. Dann kann der Scheinwerfer wieder an seine Position. Jetzt können wir die Schräubchen wieder draufsetzen. Die zweite sitzt hier. Okay. Gut. So, wenn ihr die über dem Ölkühler richtig sortiert und dann zusammenstößt, stopft das Ding wieder zusammen. Sonst kann das wieder nach hinten. Ja, gut. Nebel. Ja, gut. Also beziehungsweise was war ist jetzt egal. Auf jeden Fall sind alle drei Birne brennen symmetrisch. Machen wir die hübschen Blendchen dann noch drauf, dass der Turbolig auch wieder passt. Jetzt wird es nochmal lustig. So, jetzt müssen wir die Rathausschale wieder einsetzen. Die fängt so an. Dann kommt sie hier über die, das sitzt da hier, über das Rathaus ein. Dann läuft die langsam nach innen. Okay, sieht gut aus. Da liegen wir auch gut. Ich setze jetzt alle Schrauben erstmal lose an und wenn dann alles in Position ist, werden sie angezogen. Hier kommen 2 Karosserieschrauben. Hier oben ist noch eine sehr lange Karosserieschraube, das passt auch von der Lochgröße. Sehr gut. Von der Mitte her ziehen wir jetzt diese Plastikstöpsel da an. Richtige Muttern sind es ja nicht. Dann geht es hier weiter. Hier oben hatten wir ja noch die metrische Schraube. Hier haben wir es noch mit dem Ratschenringschlüssel fest. Die hier oben auch noch. Die Kreuzschlitzschrauben haben wir schon. Die hier auch noch. Sind fest. Und jetzt kommen noch hinten die 2 Karosserieschrauben. Eine. 2. Gut. So, dann setzen wir die Radmuttern wieder ein. Die Hose mit dem Felgenschloss kommt genau auf den Spitzen vom Symbol. Wir ziehen die Muttern mal so weit fest, wie es mit der Hand geht. Immer schön im Sternmuster. So, jetzt langsam abwärts. Jetzt steht er wieder auf dem Rädchen. So, jetzt zieht er die Schrauben mit 130 Newtonmeter an. Immer wenn es knackt, stimmt das Moment. So, jetzt kann auch die Blende wieder dran. Jetzt kommen wir wieder in die Richtung. So, die zieht er noch fest. Da ist so eine flexible Verlängerung, ist da gar nicht falsch. So, die Verkleidung schiebt er von innen hier drüber und dann müsst ihr hier mal eine Schraube am Mittelträger reinkriegen.
So, wenn die eine mal drin ist, fällt einem das Teil zumindest nicht mehr auf den Kopf. Hier kommt nur beim Turbo eine Schraube rein, beim S2 sitzt sie hier. So viele Schräubchen hat nur ein Porsche. Peugeot hat gar keine Verkleidung. Ziehen wir noch alle Reihe rum an und wir sind fertig für heute. So meine Freunde, ihr seht, auch diese Reparatur haben wir wieder erledigt. Also tschüss, bis zum nächsten Film.